Wir haben schon jede Menge Videos über das Thema Dämmung gemacht, aber jetzt nochmal zum Auffrischen und mit den neuesten Materialien, weil wir haben auch auf Instagram eine Umfrage gemacht, wie wichtig ist euch Dämmung? Und es ist schon ziemlich klar, 75% aller Befragten sagen, yeah, Dämmung ist schon ziemlich geil, aber es scheint auch so, 25% befassen sich wohl damit überhaupt gar nicht. Was ist dieser Mythos Dämmung? Wir werden folgende Fragen heute klären. Wo ist Dämmen überhaupt sinnvoll? Wie wirkt sich Dämmung überhaupt aus? Braucht man überhaupt Dämmung? Wie kompliziert oder wie einfach ist es eigentlich zu dämmen und wie viel Zeit braucht sowas? Welche Materialien muss ich verwenden und wie viel brauche ich eigentlich? Auf welche Schwierigkeiten könnte ich denn stoßen, weil ich will mir schon sicher sein, dass ich alles richtig mache. Im Wesentlichen fallen mir 3 Punkte ein, warum man eine Türdämmung machen sollte. Zum einen geht's los für störende Nebengeräusche wie Vibrieren, Zirpen, egal was da aus der Türe rauskommt, was nicht in die Musik gehört. Oder auch Fahrgeräusche zu minimieren, damit man eben die Musik während der Fahrt besser genießen kann und sich voll drauf einlassen kann. Und der dritte Punkt ist der, dass wir den Sound aus dem Lautsprecher nochmal besser kontrollieren und tatsächlich mehr Bass rausholen, ohne das Lautsprechersystem umzubauen oder mehr Leistung drauf zu machen. Allein durch Dämmen haben wir in der Regel mehr Bass. Was den Bass genau betrifft, das werde ich euch sogar heute an unserem Messgerät und einem Mikrofon genau zeigen, weil hier haben wir eine Messung von Audiotech Fischer, ist das Programm. Wir können hier den Frequenzgang festlegen von diesem Fahrzeug mit einem speziellen Song, das nennt sich Rosa Rauschen, da ist jede Frequenz gleich laut, deswegen geht es hierbei quasi 25 Hertz los bis den gesamten Hörbereich von 20 Hertz und uns interessiert nur der untere Bereich vom Bass. Den werden wir jetzt mal rausmessen, einmal vom gesamten Frontsystem und einmal nur von der rechten Seite. Das mache ich jetzt mal für euch und danach schauen wir uns das Ganze nochmal an. So klingt übrigens Rosa Rauschen. So, jetzt haben wir 2 Kurven. Die machen wir gleich mal, die fixieren wir. Wir haben die rote Kurve, die nimmt beide Lautsprecher auf, das ganze Frontsystem, und die blaue Kurve ist nur die rechte Seite. Und jetzt dämmen wir die Türen, im Speziellen jetzt auf der rechten Seite, und können dann gleich nochmal eine Vergleichsmessung machen. Und ja, jetzt dämmen wir die Türen und bin sofort wieder da und zeige, wie es weitergeht. Dann baue ich die Türverkleidung jetzt mal wieder hin und wir sehen uns gleich wieder beim Messen und schauen, was das wirklich gebracht hat, die ganze Dämmung. Dann mal wieder Rosa Rauschen. So, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Jetzt sehen wir hier die Linie. Die erste war die rote, die haben wir gemessen. Das sind beide vorderen Lautsprecher. Und die grüne ist die neue Linie. Das heißt, jetzt sehen wir hier plus 3 dB, plus 3 dB, plus 4 dB, plus 4 dB, plus 3. Hier ist bloß plus 1 dB bei 50 Hertz. Egal, hier bei 40 Hertz wieder plus 4 dB und bei 32 Hertz plus 6 dB. Also das ist schon wirklich eine massive Steigerung hier drin. Nur für das Türdämmen. Das sind exakt die gleichen Lautsprecher. Jetzt schauen wir uns das an, was wir vorhin gemessen haben. Nur der rechte Lautsprecher war die blaue Linie. Und neu gemessen mit Dämmung ist jetzt mit gelber Linie. Also hier seht ihr wirklich massiv, wie viel mehr Basspower hier tatsächlich drin steckt. Bis zu 7 dB hier bei 100 Hertz. 8 dB hier bei 80 Hertz, also das ist extrem, der Bassbereich hier drin, und das da oben braucht uns gar nicht groß interessieren. Das ist das, was der Spaßfaktor beim Musikhören ist. Und wie man jetzt zu so einem Ergebnis kommt im Bassbereich, mehr Spaß zu haben, das zeige ich euch jetzt mit den Materialien, wie man damit umgeht und was man genau nimmt. Wir werden euch in diesem Video natürlich auch noch ein paar Praxissachen zeigen und auch die ganzen Produkte vorstellen, aber als allererstes klären wir jetzt einfach mal, wo ist denn Dämmen sinnvoll? Und in dem Fall bei uns in der Türe, weil wir sind Akustikleute, wir bauen hier neue Lautsprecher ein. Wir wollen, dass die Lautsprecher am besten performen können
Und da müssen wir schauen, wie ist denn überhaupt die Türe aufgebaut. Und ich mag euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was so ein Lautsprecher eigentlich macht. Weil der bewegt sich ja, also zumindest die Membran. Und das heißt, wir haben hier Schwingungen. Und wenn ich das ganze Lautsprechersystem auf ein Blech montiere, dann fängt eigentlich bei höheren Pegeln alles ein bisschen an, mit zum Vibrieren, mit zu scheppern. Das macht sich in Form von hörbarem Vibrieren bemerkbar oder natürlich auch, und jetzt kommt's, im Sound, in der Qualität des Sounds, weil wenn der Lautsprecher in der Türverkleidung mehr oder weniger machen kann, was er will und nicht fixiert und gehalten wird, dann wird der Bass auch weniger. Es klingt unschöner und im Gegenzug dessen, wenn es richtig gedämmt ist und der Lautsprecher sehr stabil in der Verankerung reingeschraubt ist, dann wird der Bass richtig schön impulsiv und ihr habt wirklich das Gefühl, also das ist nicht nur ein Gefühl, das ist messbar, mehr Bass. Das klingt alles viel sauberer. Braucht man jetzt überhaupt Dämmung? Ja. Wenn du neue Lautsprecher in deine Türe installierst und die bestmögliche Performance erreichen möchtest, dann ist Dämmen eigentlich immer sinnvoll. Man muss natürlich schauen, wie man an die Sache rangeht, weil was bewirkt denn Dämmung? Dämmung bewirkt nichts anderes als das leichte Blech, wo der Lautsprecher aufgeschraubt ist, an sich eigentlich nicht so stabil ist, um immer ganz ruhig zu bleiben, weil der Lautsprecher wird anfangen, sich bewegen zu wollen und der wird von dem bisschen Blech festgehalten. Je leichter das Blech schwingbar ist, umso mehr kann der ganze Lautsprecher natürlich schwingen und das bewirkt sich auf die Schallwiedergabe entsprechend negativ aus. Und wir versuchen jetzt in erster Linie mal, den Lautsprecher festzuhalten, indem er den ganzen Bereich, wo der Lautsprecher drumherum auf Blech geschraubt ist, einfach schwerer machen. Und wenn was schwerer ist, kann man es schlechter wegbewegen und ganz schnell wegbewegen, weil es ist ja schwer und dementsprechend wirken wir genau dieser Schwingung entgegen mit dieser Dämmung. Was bewirkt Dämmung noch? Wenn man es richtig angeht, dann wird die ganze Türe eben wesentlich ruhiger. Also ihr kennt es bestimmt alle, wenn irgendwelche Schlüsselanhänger oder sonst was in der Box, praktisch in der Türe mit drin sind. Man schmeißt das immer so achtlos da rein und irgendwie sind auf einmal lauter Nebengeräusche da, weil eben die Türe, wenn man ordentlich aufdreht, vom Sound her auch mit zum Schwingen anfängt und jetzt kommen lauter Nebengeräusche. Und diese kleinen Nebengeräusche können an der ganzen Türe irgendwo entstehen, an kleinen Schaltern, an schlecht eingeklippten Clips oder andere Teile, die mit zum Vibrieren anfangen. Und je ruhiger ich die ganze Türe kriege und jedes einzelne Teil beachte, es ruhig zu bringen, wird zum Schluss das Ergebnis sein, dass die ganze Fahrgastzelle in sich viel ruhiger wird und ich viel mehr achten kann, was passiert überhaupt in meiner Musik. Wie schwierig ist Dämmen und wie lang braucht man für sowas? Jetzt muss man davon ausgehen, dass man in der Regel dann dämmt, wenn man schon neue Lautsprecher in die Türe installiert. Insofern ist es immer der gleiche Prozess. Türverkleidung erstmal demontieren. Da haben wir euch genügend Videos auf unserem Kanal, wo wir das genau zeigen. Könnt ihr euch mal umgucken. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass ja im Prinzip die Türverkleidung schon komplett demontiert ist und wir die Blechflächen oder die Kunststoffverkleidungsflächen freiliegend da vor uns liegen haben und nur noch mit unserem selbstklebenden Material entsprechend behandeln müssen und bekleben müssen. Und wie lange braucht sowas? Ich sage mal so zwischen 1 bis 2 Stunden für einen Laien, vielleicht eher 2 Stunden, wer sowas schon mal gemacht hat, der schafft es auch in einer Stunde. Naja, nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Zu der Frage, wie viel Dämmung brauche ich denn pro Türe oder für 2 Türen? Dafür haben wir auch schon verschiedene Sets für euch angelegt. Es gibt das Light-Set, es gibt das Premium-Set, das Pro-Set und sogar ein Extreme-Set. Aber gehen wir es mal an. Wenn ihr eine normale kleine Türe habt, da langen in der Regel so 3 solche Dämmmatten, Alu-Bethyl. Dazu noch eine Dämmschaummatte. Und dann seid ihr eigentlich schon ziemlich weit. Und jetzt, je größer die Türe ist, umso mehr Flächen ihr möglicherweise bekleben könnt, umso mehr Material braucht man. Und pauschal könnte man auch sagen,
Es gibt gar nicht zu viel Dämmung, aber irgendwann wird es halt einfach ineffektiv, wenn ich nochmal und nochmal und nochmal eine Lage draufknall, wird nur meine Türe unnötig schwer, ohne dass ich noch einen sinnvollen Effekt höre dabei. Dann kommen wir auch schon zu den Materialien und das sind eigentlich gar nicht so viele verschiedene Sachen. Es ist recht überschaubar. Fangen wir an mit Alubutyl und das ist jetzt diese Masse hier, das ist einmal Butyl und einmal eine ganz, ganz hauchdünne Aluminiumschicht, um alles Butyl zu halten, zu fixieren und natürlich eine zweite Schicht einzuführen. Und alles, was in Schichten aufgebaut wird, wird immer stabiler. Das heißt, wir können dieses Material super gut auf Blechteile aufkleben, um dort das Gewicht zu erhöhen. Und zwar großflächig oder auch in mehreren Schichten oder in mehreren Lagen. Hauptsache viel Gewicht da, wo der Lautsprecher sein Epizentrum hat. Also da, wo der Lautsprecher montiert ist, ist ja das Epizentrum der Bewegung und da machen wir am meisten drauf. Also je mehr ich Dämmung irgendwo anders am anderen Ende der Türverkleidung montiere, umso weniger guten Effekt habe ich dabei. Kann man zwar machen, aber irgendwann wird es halt nicht mehr so effektiv. Also konzentriert euch um den Bereich des Lautsprechers drumherum. Als Werkzeug empfiehlt es sich auf jeden Fall, Handschuhe zu tragen, weil doch das Aluminium, wenn man das einfach cuttet und schneidet, vielleicht scharf sein kann, kleine Schnittchen am Fleisch passieren könnten. Nehmt Handschuhe, dann ist das Problem weg. Und ihr könnt natürlich auch diesen Roller nehmen, um das Material aufs Blech drauf zum Rollen. Dann braucht das auch gar nicht großartig in die Hand nehmen. Also ist auch eine ganz coole Geschichte mit so einem Roller. Das Alubutyl könnt ihr an das Außenblech hinkleben, also praktisch das äußerste Blech von der Türe, um das Außenblech ebenfalls zu dämmen. Oft kommt man da durch die Lautsprecheröffnung ganz gut hin oder durch andere Öffnungen in dem Lautsprecherblech und da kann ich dann das Außenblech dämmen. Da reicht in der Regel auch entweder eine Viertel bis zu einer halben Matte und den Rest können wir uns aufsparen für das eigentliche Blech, da wo der Lautsprecher drauf montiert ist. Wir können auch dieses Alubutyl benutzen, um die Türverkleidung ruhig zu kriegen. Also wenn das auch so ein lappriges Ding ist, was ja oft so Pappverkleidungen sind, dann kann ich auch das Material benutzen, um von hinten auf glatte Flächen mehr Gewicht drauf zu bringen, um mehr Steifheit in den Ganzen reinzubringen. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Bleche, wo ihr das Alubutyl aufklebt, erstmal vorher richtig sauber macht, damit auch alles kleben kann. Und ihr solltet das Alubutyl unbedingt blasenfrei aufreiben, dass wirklich das ganze Butyl auf dem Blech aufliegt. Kommen wir schon zu unserem Akustikschaum. Und der Schaum kann mehrere Sachen. Mit so einem Schaum kann man auf der Türverkleidung, also praktisch das, was so um den Lautsprecher, um die Membran drum sich befindet, auch vom Schall her ruhig machen und das Ganze abdämmen, dass der Schall, der nicht direkt geradeaus durch das Gitter durchgeht und auch in die Fahrgastzelle soll, der Rest aber absorbiert wird und nicht wieder zu Reflexionen auf die Membran zurück kann. Insofern machen wir gern diesen Schaum mit auf diese Flächen um das Lautsprechergitter drumherum oder größere Flächen. Da können wir den anbringen, der ist ganz easy zum Aufbringen und den solltet ihr aber auch nur da an die Türverkleidung dran machen, da wo es auch trocken ist. Das wäre eigentlich an der Stelle ein guter Hinweis, aber ansonsten braucht ihr da gar nicht so viel drauf achten. Kommen wir zu meinem Lieblingswerkstoff, das ist Bitumenband. Das kann man so vielseitig einsetzen, das haben wir als Meterware da und könnt ihr in kleinen Stücken und das ganz dünn machen, extrem dünn, um zum Beispiel solche klappernden Clips, also wenn die schon ein bisschen ausgeleiert sind, dann kann das sein, dass die beim Schwingen mit in diesem kleinen Blechloch klappern anfangen und ihr könnt jetzt diese Masse ein bisschen um den Clip drumherum machen und wenn ihr den jetzt reinsteckt, dann bleibt der tatsächlich ruhig und macht keine Mucken mehr. Auch zum Beispiel Fensterheberschalter können mit der Zeit zum Klappern anfangen. Und ihr könnt mit einem ganz feinen Schraubenzieher ganz wenig von diesem Bitumen in die Schlitzchen rein
stopfen, also nicht viel, einfach nur ganz wenig, damit die mit dem Bitumen ein bisschen fixiert sind. Die sieht man danach nicht mehr, aber auch dieses kleine Vibrieren ist auf einmal weg. In einer Autotüre hängen natürlich auch immer Kabel irgendwo drin rum, die an die Türverkleidung geklemmt werden müssen und angesteckt werden. Das heißt, die könnten eventuell, wenn sie auf Blech oder irgendwas schlagen, auch zum Vibrieren anfangen. Und da kann ich auch mit Bitumenband so eine kleine Spur legen, festmachen und da dann das Kabel drauf richtig fixieren und dann kann da gar nichts mehr vibrieren. Alles wird total ruhig. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar andere Anwendungen ein, was ihr mit dem Bitumenband noch alles anstellen könnt, um Sachen ruhig zu kriegen. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Kommen wir zum Lautsprecher-Dichtband. Das ist das Band, das könnt ihr von hinten auf die Lautsprecher mit draufkleben und dann könnt ihr den Lautsprecher auf diesem Schaumgummibad praktisch festmachen und festschrauben und könnt es natürlich auch wieder rausmachen, ohne dass da irgendwas klebt. Auf jeden Fall ist dann der Lautsprecher dicht installiert und auch vibrationsfrei. Lautsprecher-Dichtband. Kommen wir zu einem Problem, was sehr viele ältere Fahrzeuge haben, und zwar das sind Löcher in den Blechen. Klingt ein bisschen blöd, gell? Aber hier haben wir ja auch ein Beispiel, wo man genau sieht, da ist neben dem Lautsprecher sind Löcher, Aussparungen da, die das Gewicht der Türe minimieren sollen. Bringt uns aber beim Akustikbau eigentlich gar nichts. Das ist sehr, sehr negativ. Deswegen müssen wir hier unbedingt darauf achten, was zu verbessern. Das ist nämlich, wenn ich einen Lautsprecher in die Luft hebe, weiß jedes Kind, da kommt kein Bass raus. Weil das nennt sich akustischer Kurzschluss, dass die hintere Membran quasi mit der vorderen verbunden ist. Und damit kann kein Schalldruck entstehen. Wir versuchen also, den hinteren Bereich der Membran von der vorderen abzuschotten. Und das ist genau der Punkt, wenn ich jetzt so ein großes Loch neben meinem Lautsprecher habe, ist praktisch ein teilweise akustischer Kurzschluss vorhanden. Und jetzt kommt Noiseflex zum Einsatz. Noiseflex ist ein harter Karton, der auf einer Seite auch gleich mit einer Klebeschicht versehen ist. Und mit diesem harten Karton kann man in erster Linie mal diese Löcher abkleben, indem man den Karton dementsprechend der Form des Loches anpasst und mal abklebt. Und jetzt habe ich praktisch eine harte Schicht, wo ich dann mein Alubutyl direkt drüber kleben kann und kann das Ganze jetzt wie eine Wand aufbauen, die rings um den Lautsprecher drumherum ist. Zu guter Letzt haben wir noch einen Noppenschaum. Also ein Noppenschaum ohne Klebeschicht. Wir haben auch einen mit Klebeschicht. Den verwendet man aber dann eher in so Basskisten drin oder sowas. Aber ein Noppenschaum an sich kann viele Sachen erfüllen. Zum Beispiel jetzt mal für euch so eine Frequenzweiche. Es gibt immer noch genügend Lautsprechersysteme, die solche Frequenzweichen erfordern, in der Türe zu installieren. Man kann sowas auch schön einpacken und dann eben vibrationsfrei irgendwo dann unterbringen. So eine Frequenzweiche, die wird nicht heiß, das heißt, ihr könnt die auch einpacken. Es ist nur wichtig, dass die nicht zum Klappern anfängt und irgendwo rumkullern kann. Und da kann man ein bisschen Isolierband drumherum machen. Und dann ist das Ding ordentlich eingepackt und durch den Schaum, durch die Noppen macht es eigentlich, ist alles ganz ruhig, oder? Man muss ganz deutlich sagen, je größer der Lautsprecher, umso mehr bringt Türdämmung. Weil natürlich, wenn ihr so einen kleinen Mitteltöner habt, nur so 8 oder 10 cm groß, der macht kaum Bewegung, der macht auch kaum Bass. Das heißt, wenn ihr so einen BMW habt, wo so ein Mitteltöner in der Türe drin ist und der eigentliche Subwoofer und Tieftöner unterm Sitz, dann bringt euch die größte Türdämmung relativ wenig, außer ein bisschen weniger Fahrgeräusche. Aber je größer der Lautsprecher in der Türe ist, also wir reden hier von 13 cm, 16 cm, da geht schon echt die Post ab. Und es gibt auch genügend Fahrzeuge, wo noch größere 20 cm Lautsprecher drin sind und die schieben richtig an und bringen Bewegung rein. Und mit unserem Dämmpaket und was ihr gerade eben alles gelernt habt, habt ihr echt Wellness für Ohr und Seele. Ist das nicht geil? Hier in unserem Beispiel haben wir jetzt einen Ford Escort aus den 90ern. Da jetzt hier nochmal eine neue Lautsprechereinheit reinmontiert wird, wir das jetzt alles ganz weg haben, sehen wir jetzt auch hier diese
beschriebene Brotzeitfolie. Das ist jetzt keine richtige Folie, es ist tatsächlich schon ein bisschen ein Schaumgummi, also für die Dämmung gar nicht mal so ganz schlecht, aber es bewegt sich halt auch und es ist genau dieser akustische Kurzschluss, von dem ich schon gesprochen habe. Das muss alles weg, wir machen das alles neu, auch wenn es gut ausschaut, macht das weg. Mit so einem Noiseflex müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, das ist eine harte Matte. Wenn wir die jetzt auf sowas draufkleben, um das glatt zu kriegen, um da jetzt dann unser Alubetyl drauf zu kleben, dann haben wir ein Problem, und zwar an der Türverkleidungsrückwand. Seht ihr auch, das ist jetzt hier der Hohlraum von vorne, der ist nach hinten ausgewölbt. An der Stelle wäre das Material zu hart und ich kann die Türverkleidung nicht mehr dahin bringen, wo sie vorher war. An der Stelle dürfen wir jetzt nicht mit Noiseflex arbeiten, sondern wir müssen tatsächlich mit Alubetyl lieber zwei übereinander gelegte Matten verlegen und dann können wir das jetzt auch schön ausbeulen. Ich zeige euch das jetzt mal. So. Und jetzt fangen wir schon an, hier das nach innen zu falzen, um den entsprechenden Hohlraum wieder zu modellieren. So, und jetzt haben wir den entsprechenden Hohlraum und der ist jetzt noch ein bisschen weich, obwohl er schon viel fester ist wie das Material vorher. Und jetzt können wir eine zweite Lage oben drauf machen und dann wird das richtig fest, das Ganze. Das ist schon richtig fest. Wenn ihr die Matten einfach so draufklebt, achtet bitte unbedingt, dass die vorhandenen Schraublöcher, die ihr natürlich gerade alle weggeschraubt habt, die Schrauben, alle frei bleiben und auch die Seiten ein bisschen aufpassen, überall wo solche Löcher sind. Schraublöcher, die müsst ihr offen lassen. Wo Löcher sind, wie gerade hier, da war so ein Loch, und es ist nichts da von der Türverkleidung, könnt ihr das natürlich mit überkleben und dicht machen. Ein weiterer Tipp ist natürlich gutes Werkzeug, und wer sowas noch nicht hat, um Türverkleidungen und Kunststoffteile zu entfernen, sind unsere Remover Tools mit verschiedenen Formen, damit ihr optimal unten reinkommt. Wirklich sehr empfehlenswert, und einen kompletten Torx-Kit, wer sowas noch nicht daheim hat, weil die meisten neuen Türen haben keine Kreuzschlitz, sondern Torx. Es gibt auch Fahrzeuge mit Airbag in der Türe, das heißt, wir müssen auf der Türverkleidung achten, die Sollbruchstelle nicht zu überkleben. Die ist meistens auch extrem gut gekennzeichnet. Damit ihr wisst, was ich unter Brotzeitfolie verstehe, das ist sowas hier. Das ist zwar nicht mehr original, hier hat auch schon jemand was drüber geklebt, weil es wahrscheinlich mal weggemacht worden ist, ohne dass es original blieb, sondern eben verrissen worden ist. Aber so, diese Geräusche, da gibt es genügend Folien, die schauen genauso aus wie eine Folie und knistern ohne Ende. Die könnt ihr wegmachen, einfach nur weg. Also obwohl wie bei dem Alfa 156 oder vielen anderen Fahrzeugen auch schon ein bisschen was auf dem Blech schon original drauf ist, klingt das alles sehr hohl. Ja? Und wir klopfen gleich nochmal drauf. Kurzer Zwischenstand. Klingt jetzt schon auf jeden Fall ganz anders wie vorher. Und weiter geht's. Noiseflex dran, nächster Klopftest. Schon wieder ein bisschen besser. Und ich glaube, jetzt hört man es dann ziemlich deutlich. Da klappert nichts mehr. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Ob ihr das jetzt selber macht oder nicht, das ist natürlich bei euch. Aber wir empfehlen es auf jeden Fall, und ihr könnt uns natürlich auch mal auf Instagram besuchen. Da haben wir euch zurzeit unheimlich viele News rund um unsere Firma, rund um das Thema Car-HiFi. Da passiert gerade ziemlich viel. Schaut auch da mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt hier bei YouTube die Glocke. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Olli.